Hallo liebe Wohnmobilfreunde, ich möchte euch einen wunderschönen kostenlosen Stellplatz vorstellen in Freudenberg im schönen Kreis Siegen-Wittgenstein. Mit diesen eröffne ich gleichzeitig eine Playliste hier bei YouTube, wo nur kostenlose Stellplätze drin stehen. Gebt ihr ein kostenlose Stellplätze, seht ihr sofort, wo ihr hinfahren könnt, für nichts zu bezahlen. Dieser Platz hier ist besonders schön, fand ich. Der hat nur wenige Meter entfernt in Freudenberg selber eine wunderschöne Innenstadt mit total hübschen Fachwerkhäuschen. Diese sind in der Vergangenheit schon dreimal abgebrannt. Fahrradfahren kann man hier prima, unter anderem durch einen alten Eisenbahntunnel. Das ist richtig frisch. Super. Ein Freibad in der Nähe wird gerade erstellt. Ich selber habe hier zweimal übernachtet und ich fand den Platz super. Der könnte auch was für euch sein. Schaut es euch bitte mal an. Ich zeige es euch. Nach dem Intro geht's los. Ja, da hinten ist der Dom. Ihr seht, in meinem Fall komme ich aus Richtung Köln. Die Ausfahrt 20 Freudenberg nehmen. Von der A45 aus sind das nur noch wenige Kilometer. Achtung, hier die Adresse zum Mitschreiben. Die Lebensmittelläden, die ihr jetzt seht, die sind auch vom Stellplatz aus sehr leicht zu erreichen. Und dann sind wir auch schon da. Übrigens, das hier im Hintergrund ist ein Museum. Hier links die Wasserstation, die zeige ich euch gleich noch genauer. Ihr könnt hier überall stehen auf dem Platz. Die schönsten Plätze allerdings sind diese drei, wo wir jetzt gerade drauf zufliegen. Ich hatte richtig Glück, ich stehe hier bereits schon in der Mitte. Der Stromanschluss mit 4 Steckdosen ist hier genau vor meiner Motorhaube gerade. Und den aufgestauten Gambach habt ihr genau vor der Nase. Super, oder? Sieht herrlich aus. Die Fachwerkhäuser von Freudenberg, die liegen etwas tiefer, seht ihr gleich in den Luftaufnahmen. Und weil Freudenberg schon dreimal abgebrannt ist, wird dieser Teich hier zum Löschen genutzt, falls es mal brennt. Wir stehen hier auf diesem schönen Wohnmobilstellplatz, direkt am alten Löschteich namens Gambach, der im Morgenlicht wirkt wie ein dunkler Spiegel. Wenn man hier ist, hört man fast die Geschichten, die dieser Ort schon erlebt hat. Dieter, schwenk mal rüber zu den Fachwerkhäusern bitte. Wunderschön, aber dreimal niedergebrannt und trotzdem immer wieder aufgebaut. Als wollten sie der Zeit beweisen, dass sie nicht so leicht aufgibt, wie wir Menschen das manchmal machen. Und dann diese alte Legende: Genau hier soll einst die Kasse von Napoleon Bonaparte verschwunden sein. Keiner weiß wohin, keiner weiß, wer sie nahm. Vielleicht liegt sie noch irgendwo unter unseren Füßen. Und genau das macht diesen Platz so besonders, ruhig aber voller Geheimnisse. Das war übrigens Adam, mein neuer Assistent. Nett, oder? Legende. Junge, den schmeiß ich wieder raus. Die erste Nacht habe ich hier übrigens traumhaft übernachtet. Sehr ruhig der Platz. War jedoch ein Wochentag an einem Freitag. Seht ihr? Alles noch total easy. Nur die kleinen Schnatterviecher auf dem Teich hier machen ein bisschen Spektakel. Quang. So, hier können wir rüber. Das zweite Entchen. Ihr wollt natürlich ein bisschen mehr von dem Platz sehen. Mache ich natürlich gleich auch. Aber vorher würde ich euch gerne was von der Umgebung zeigen, was man da so machen kann. Und nur einen Hauch von der bewegten Geschichte von Freudenberg erzählen. Hier, Freudenberg, Alter Flecken, 2022. Der alte Flecken ist der ursprüngliche historische Ortskern, der erste Marktbereich, aus dem sich der Ort entwickelt hat. Aha, Wohnhaus, Kölner Straße, ältestes Haus der Altstadt. Mit einem Pfeil nach da. Da ist es. So findet ihr das. Falls ihr überhaupt Bock drauf habt. Schön gemacht, oder? Sowas finde ich ja ehrlich, ne? Fahrrad abgestellt. Hier, Freudenberg. Das scheint wohl der Flecken zu sein hier. Und Kölner Straße 3. Da steht das älteste Haus. Also 1666 ist jetzt die Altstadt, die die liebevoll Flecken nennen hier, komplett abgebrannt, außer dieses Häuschen hier. Kölner Straße 3. Insgesamt sind 71 Häuser und 25 Scheunen den Flammen zum Opfer gefallen, ausgelöst von einem Blitzschlag. Ich nehme euch noch eben mit zu dieser wunderschönen kleinen Kirche, die wir von Weitem gesehen haben. Evangelisch ist sie.
auf dem Weg dorthin diese wunderschönen Häuschen 1666 wieder neu aufgebaut. Leute, ich will mich kurz fassen, das hier ist ja eine Stellplatzvorstellung. Ich habe so viel Filmmaterial, ich bin mir nicht sicher, ob ich da ein separates Video nochmal von mache. Hier nochmal eben schnell ein paar Worte zu der Kirche, das ist nämlich sehr interessant. Unfassbar, aber hier stand früher die Burg Freudenberg. Der Turm der Kirche ist der alte Bergfried. Wahnsinn, oder? Zwischen 1601 und 1606 wurde die Burg abgetragen. Die Kirche hier steht also auf den alten Mauerresten der alten Burg. Diese wurde 1345 von den Grafen von Nassau gegründet. Bis 1530 war hier alles noch katholisch. Ja, so viel zu dieser schnuckeligen Altstadt. Übrigens, ich glaube, das ist ein Restaurant hier, da könnt ihr euch gut gehen lassen. Und das alles für umsonst Stellplatz. Super, oder? So, jetzt geht's aber zum Fahrradfahren. Gestern hier noch super Fahrradfahren. Und wohin fahre ich? Hier soll es wohl irgend so ein Tunnel geben. Da kann ich dann später noch was zu sagen. Warte, ich muss mal nachgucken, wo ich jetzt fahre. Und der muss wohl so ein paar hundert Meter lang sein und da wollte ich einfach mal durchfahren. Ja, schaut mal, wie schön das hier ist. Das ist ein ehemaliger Eisenbahntunnel, der nennt sich Hohenhainer Tunnel und ist 400 Meter lang. Und so wie der Weg hier aussieht, ist das die alte Strecke von der Eisenbahn. Nur ohne Gleise halt. Ja, wirklich schön hier. Klasse. Ich habe auch Glück mit dem Wetter jetzt. Wir haben abends, spät haben wir denn 18 Uhr. Das Wetter ist noch schön. Herrlich. Kein Mensch hier, freitags. Und hier richtig toll gemacht für Fahrer. Schaut mal, alles gesichert. Tunneleinfahrt, Entfernung vom Platz, keine 3 Kilometer. Wow, guck mal, Leute. Ich muss jetzt schnell die Kamera anschwingen. Ging schneller, als ich dachte. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Hammer. Ja, ist klar, auf der linken Seite. Hallo. Wie lange ist der? Weiß ich nicht, ich wollte gerade auch durch. Ja, ich mach mal. Okay. Wahnsinn. Ich wiederhole mich noch mal kurz. 400 Meter ist er lang. Ja, Leute, das ist ja schön. Herrlich. Hat er irgendwas? Ja, das werde ich natürlich geschichtlich einblenden, was hier war. Sehr, sehr schön. Kein GPS-Signal. Aha, wissen wir Bescheid. Kein GPS-Signal. Wird direkt wieder wärmer hier. Ja, und da ist der Tunnel. Und jetzt fahren wir wieder zum Platz. Oder woanders hin. Oder zum Kebabhaus. Kebabhaus. Das könnte was sein. Bevor ich aber jetzt die Kebabbude überfalle, zeige ich euch noch, welcher Zug da durchgefahren ist. Ach, schaut mal, als Kind hatte ich mal so eine Eisenbahn hier. Ja, da ist so ein Bus. Ja, schön. Ja? 1880. Es ist ein Zug. Da ist die Eisenbahn durchgegangen. Schaut. Ja, den meine ich. Ja, sowas hatte ich. Natürlich nicht in echt. Das war ein Spur N. Bahnstrecke Freuden. So, jetzt ab wieder zum Platz, aber vorher noch die Radweg-Informationskarte. Ja, schaut mal, hier ist eine Informationstafel. Ja, wer lesen kann, ist klar am Fuchtel. Wir sind jetzt hier wieder in der Nähe vom Platz. Da vorne ist das Freibad, was gemacht wird. Und die werde ich jetzt mal mit einblenden. Hier kann man schön Fahrrad fahren. Ich bin hier am Knotenpunkt 46. Da oben steht es auch. Ja. Und da sind auch Sehenswürdigkeiten. Ja, und dann sind wir wieder am Wohnmobilplatz. 100 Meter, da ist er.
Kurz eben stoppen. Hier links befindet sich das Freibad, gerade im Bau. Und gleich rechts fahre ich rein, da ist schon direkt der Platz. Also das Freibad ist direkt vor der Nase, wenn es dann mal offen ist. Beziehungsweise fertiggestellt. Mal sehen, was der Dieter und der Volker so treiben. Die wollten grillen. Ich glaube, bei dem Wetter geht das nichts. Dieter und Volker, das waren zwei nette Menschen, die habe ich direkt am ersten Tag kennengelernt. Und die wollten grillen, aber das hat nichts gegeben. Halt, Stopp, Information, Abwasserstation und Frischwasserstation. Die war soweit top in Ordnung. Einzigste, was hier kostet, war natürlich Frischwasser. Preis August 2025 waren 10 Cent für 10 Liter. Wie ihr seht, könnt ihr hier stehen, wo ihr wollt. Ihr steht auf Schotter, ihr steht ziemlich gerade und ich stehe hier gerade fürs Glas in der Mitte, direkt vor der Elektrosäule. Leider weiß ich nicht mehr, was der Strom kostete. Es war auf jeden Fall absolut erschwinglich und hier an der Stelle direkt nochmal Danke an die Stadt Freudenberg. Nach meiner zweiten Übernachtung habe ich schon mal das Plätzchen hier für euch freigemacht. Guten Morgen. Boah, ich sehe noch ganz verpennt aus. Egal. Ja, ich bin hier noch auf den kostenlosen Stellplatz von Freudenberg. Und hau jetzt ab. Ich zeige euch noch mal eben die Abwasserstelle hier. Alles da, konnte ich gerade alles machen. Wird richtig sauber gespült hier. Jetzt geht's wieder ab nach Ulla. Und wenn man Glück hat, ist nächstes Jahr das Freibad, was ihr gesehen habt, auf. Das wäre natürlich schön, ne? So, da in der Mitte stand ich gerade und schon wieder belegt. Das geht hier ratzfatz. Das sind natürlich die 3 schönsten Plätze, weil die haben Strom. Ne, der Platz ist super. Es macht denen aber hier nichts aus, wenn man auch zum Beispiel hier so am Rand stehen würde. Dann solltet ihr allerdings autark sein. Ja, da ist Volker und Dieter und ich sag bye bye. Ich bin weg. Vielen lieben Dank an alle meine Abonnenten und an die, die es noch werden möchten. Wie schon erwähnt, mit diesem Video eröffne ich eine Playliste, nur kostenlose Stellplätze. Ich habe schon jede Menge Filmmaterial, muss nur noch schneiden. Lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Über ein Like oder sogar ein Abo freue ich mich wirklich sehr. Das könnt ihr hier am Ende. Ach übrigens, es lohnt sich auch auf meinen Kanal mal zu schauen. Ich habe mehrere Videos gemacht und mehrere Playlists da drin. Schaut mal vorbei. Wir sehen uns.